Ladies and gentlemen, I'm very delighted to be here and I would like to switch into my mother tongue. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir heute Gelegenheit haben, uns auszutauschen. Ich bin sehr dankbar, dass ich eben Gelegenheit hatte, mit der Außenministerin von Bosnien-Herzegowina, Frau Turković, ein sehr gutes, ein sehr offenes und freundschaftliches Gespräch zu führen. Ich hätte dieses Gespräch sehr, sehr gerne in Sarajevo geführt. Ich habe mich sehr auf diese Reise gefreut, aber Sie alle wissen, dass wir in dramatischen Zeiten leben, wo unsere Freiheit und wo unsere Freizügigkeit im Kampf gegen eine furchtbare Pandemie eingeschränkt ist. Das heißt, Reisen geht nicht. Aber ich wollte trotzdem auch ein Signal der Solidarität gegenüber den Menschen in Bosnien-Herzegowina aussenden und deutlich machen, wir vergessen sie nicht. Ganz im Gegenteil. Dieser Virus, unter dem wir alle so zu leiden haben, hat ja keine nationale Identität, er hat keinen Pass, er schert sich auch nicht um nationale Grenzen. Und wir erleben ja derzeit, wie viele Staaten und Regionen in der ganzen Welt in dramatischer Weise von dieser Pandemie betroffen sind. Umso wichtiger ist es, dass wir in Europa zusammenstehen, dass wir unsere Koordination verbessern und dass wir natürlich nicht nur als Europäische Union zusammenstehen, sondern dass wir natürlich auch unseren Partnern, vor allem auch unseren Freunden und Partnern im westlichen Balkan, ein klares Signal der Solidarität und der Unterstützung aussenden. Ich bin sehr erfreut darüber, dass die politisch relevanten Kräfte in ihrem Land im Kampf gegen Corona zusammenstehen und damit eines unter Beweis stellen, dass es zentrale Fragen gibt, wo Zusammenhalt und Teamplay von ganz herausragender Bedeutung sind. Das ist in ihrem Land aber leider keine Selbstverständlichkeit. Die Menschen in ihrem Land leiden unter der starken Polarisierung des politischen Systems. Und ich möchte Sie alle ermutigen, Verantwortung für Ihr Land zu übernehmen und diesen Zusammenhalt, den Sie jetzt auch in der Bewältigung der Pandemie an den Tag legen, auch zu übertragen in den politischen Alltag Ihres Landes. Ich sage das als Politiker. Ich sage das ja nicht als Diplomat. Und als Politiker weiß ich, dass in lebendigen Demokratien der Streit in der Sache das notwendige Lebenselixier für uns alle ist. Wir brauchen Auseinandersetzung, wir brauchen Kontroverse. Ohne das könnte keine Demokratie überleben. Wir brauchen aber auch in den grundlegenden Fragen einen gesellschaftlichen und einen politischen Konsens. Und deshalb sollten die politisch Verantwortlichen in ihrem Land an einem Strang ziehen, wenn es darauf ankommt. Alle Mitglieder der Präsidentschaft, der Vorsitzende des Ministerrates mit seinen Stellvertretern, der Sicherheitsminister, die Präsidien der beiden Parlamentskammern, angesichts der existenziellen Bedrohung durch die Pandemie arbeiten sie alle zusammen und das muss jetzt auch für die Fragen der europäischen Integration gelten. Wir haben sehr viel Zeit verloren. Sie in Ihrem Land haben sehr viel Zeit verloren und die Bewährungsproben sind sehr, sehr groß. Die Verabschiedung des Haushaltes und viele notwendige Reformen. Seit den letzten Wahlen 2018 ist in Ihrem Land offen gestanden wenig passiert. Und die Europäische Kommission hat in ihrer Stellungnahme zu Bosnien-Herzegowina, zu ihrem Mitgliedsantrag 14 Prioritäten festgelegt. Und diese 14 Prioritäten, die müssen nun Stück für Stück abgearbeitet werden. Und dabei stehen die Prinzipien der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit ganz oben auf der Tagesordnung. Eine funktionierende Verwaltung, eine lebendige und glaubhafte demokratische Kultur, eine unabhängige Justiz,
Ein engagierter und glaubwürdiger Kampf gegen Nepotismus und Korruption ist das A und das O für die Verhandlungen mit der Europäischen Union. Und wir brauchen auch einen funktionsfähigen Gesamtstaat, damit die erheblichen Anforderungen, die wir natürlich auch Bosnien und Herzegowina abverlangen, im Rahmen des EU-Annäherungs- und Beitrittsprozesses gestemmt werden können. Wir alle wissen, dass der Weg in die Europäische Union lang und beschwerlich ist. Ich weiß aber auch, dass viele, insbesondere junge Menschen, sich in ihrem Land danach sehnen, Teil dieser europäischen Wertegemeinschaft zu werden. Und deshalb sollten wir jetzt alle auch dieses Mandat sehr, sehr ernst nehmen. Dass das mehr ist als ein Lippenbekenntnis der Europäischen Union, haben auch die jüngsten Entscheidungen gezeigt. Zum einen haben wir die Methodologie, also den gesamten Reformprozess, die gesamten Verfahren in der Europäischen Union noch einmal überarbeitet, um deutlich zu machen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Mittelpunkt dieser Annäherung stehen, dass aber auch die Beitrittsstaaten es verdient haben, von der Europäischen Union bestmöglich unterstützt zu werden. Und zum anderen haben wir nach langen, nicht einfachen Verhandlungen und Gesprächen die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und mit Nordmazedonien beschlossen. Das sind in diesen turbulenten Zeiten, in diesen Zeiten der Krise auch ganz, ganz wichtige Signale, dass der westliche Balkan zu uns gehört. Er ist der Innenhof Europas und wir tragen als Europäische Union für den Erfolg dieser Region, für die Versöhnung, für Wohlstand, für Demokratie, für Stabilität und Freiheit und natürlich auch für den Frieden eine ganz besondere Bedeutung und eine ganz besondere Verantwortung. Ich kann Ihnen noch einmal versichern, dass Deutschland seinen Beitrag leisten wird, um Bosnien und Herzegowina auf diesem Weg in die Europäische Union zu unterstützen. Ich habe auch noch ein paar weitere Punkte benannt. Zum einen würde ich mich sehr darüber freuen, wenn Bosnien-Herzegowina eine konstruktive Rolle einnehmen könnte bei der Arbeit des Jugendwerks des westlichen Balkans. RICO spielt eine herausgehobene Rolle auch im Rahmen des sogenannten Berlin-Prozesses, um junge Menschen im westlichen Balkan zusammenzubringen, um Vorurteile zu überwinden, um Klischees zu überwinden, um freundschaftlich und kooperativ zusammenzuarbeiten. Von ebenso herausragender Bedeutung ist, dass die Kommunalwahl in Mostar in diesem Jahr auch wirklich stattfinden können. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte spricht da eine sehr eindeutige Sprache und Bosnien-Herzegowina ist verpflichtet, auch dieses Urteil umzusetzen. Und ich hoffe, dass sich die politisch Verantwortlichen in Bosnien-Herzegowina alsbald werden einigen können und es nicht nur zu einer technischen Lösung durch das Verfassungsgericht kommt. Vielen Dank noch einmal und vielen Dank auch an meine Gastgeberin, an die Außenministerin und vielen Dank für die Gelegenheit, heute mit Ihnen das Gespräch suchen zu dürfen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich muss sagen, dass ich wirklich Herrn Staatsminister Roth sehr dankbar bin für diese Möglichkeit, unsere Meinung zu den wichtigsten Themen und zu den wichtigsten Problemen uns auszutauschen, mit denen Bosnien und Herzegowina sich konfrontiert sieht. Unsere Sorge und unser Kampf gegen die Pandemie steht natürlich jetzt im Mittelpunkt bei uns allen. In Bosnien und Herzegowina hat es bislang 13 Todesfälle gegeben. Knapp 500 Menschen sind infiziert. Wir sind noch immer in der Anfangsphase der Pandemie und dank der Tatsache, dass der Ministerrat und die zuständigen Ministerien
sowie die zuständige Koordinierungsbehörde sehr schnell reagiert haben mit sehr guten Maßnahmen. Deshalb sehen unsere Ergebnisse noch immer gut aus, so schlimm wie sie sind. Mit einer Reihe von Maßnahmen, die getroffen worden sind, haben wir eine große Infektionszahl verhindern können und natürlich auch die Todesrate senken können. In dieser besonderen Stunde hat das Außenministerium von Bosnien und Herzegowina seinen Teil der Aufgaben erledigt. Wir arbeiten 24 Stunden. Das ist ja das Ministerium, an dessen Spitze ich stehe. Wir sind auch im Kontakt mit den Staatsbürgern unseres Landes im Ausland und im Land selber. Aber was das Wichtigste ist, ist das Folgende, dass der Ministerrat in einem wirklich sehr aktiven Prozess von Treffen und Treffen auch von Entscheidungen einiges vorangebracht hat. Und wir hoffen, dass das auch der Fall sein wird, unabhängig von der Pandemie, die uns jetzt ereilt hat. Wir sind jetzt dazu gezwungen, gemeinsam zu agieren, aber wir hoffen, dass dieses Momentum auch nach der Pandemie aufrechterhalten werden kann. Wie Herr Staatsminister Roth gesagt hat, haben wir 14 Prioritäten vor uns, die verabschiedet worden sind und an denen Bosnien und Herzegowina sehr intensiv arbeiten muss. Es müssen Dinge in Ordnung gebracht werden, es müssen Dinge verabschiedet werden, gelöst werden, es muss daran gearbeitet werden, um auf diese Art und Weise zu zeigen, dass wir ein glaubwürdiger Partner sind, um dann auch die Beitrittsverhandlungen beginnen zu können. 2 Nachbarländer, Nordmazedonien und Albanien, haben die Beitrittsverhandlungen begonnen. Wir wissen das natürlich, für uns ist das ermutigend. Wir sind der Meinung, dass die neue Methodik, die verabschiedet worden ist von der Europäischen Union, dass uns dies Motivation gibt und dass es eine neue Perspektive eröffnet für den gesamten Westbalkan, um diesen Prozess zu beschleunigen und mit der Arbeit, die geleistet wird, auch Glaubwürdigkeit zu zeigen. Was die Unterstützung anbelangt, die Bosnien und Herzegowina bekommt, so muss ich sagen, dass, wenn es um Deutschland geht, dass also diese Unterstützung wichtig war und ist. Sie ist wichtig für die Deblockierung des EU-Beitrittsprozesses von Bosnien und Herzegowina. Sie ist auch wichtig für die Durchführung entscheidender Wirtschaftsreformen, sozialer Reformen im Einklang mit der Reformagenda. Herr Staatsminister Roth hat gesagt, und hier stimme ich voll und ganz zu, dass konkrete Ergebnisse in Bosnien und Herzegowina erwartet werden. Und das ist auch das, was wir sehen wollen. Wir wollen eine Fortsetzung der Wirtschaftsreform sehen. Wir wollen das geforderte Niveau der Rechtsstaatlichkeit erreichen. Wir möchten, dass unsere Justiz unabhängig ist im Kampf gegen die Korruption. Und es liegt an uns allen, dass wir uns hier in Bosnien-Herzegowina gegen Vetternwirtschaft wehren. Und wir müssen auch im Bereich der Medien arbeiten, damit wir eben nicht den Sensationalismus haben, damit wir eben nicht die Verbreitung von Fake News haben. Wir haben auch sehr viele Rückkehrwillige, zum einen junge Menschen, aber auch Menschen, die im Ausland gearbeitet haben. Wir sprechen hier von 300.000 Menschen,
Also ein Großteil der Menschen, die Bosnien und Herzegowina verlassen haben. Und wenn eben dieser Rückkehrwille aufrechterhalten wird, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass Bosnien und Herzegowina funktioniert. Wir bedanken uns bei der Unterstützung Deutschlands für die infrastrukturelle Konnektivität auf dem westlichen Balkan. Wir haben es auch in dieser Pandemie geschafft, uns zu einigen auf sogenannte grüne Linien. Also wir sprechen hier von Korridoren, auch für den Transport, was zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr wichtig ist. Also es geht um die Verbindung des gesamten westlichen Balkan. Vereinbart worden ist zudem, die Roaminggebühren zwischen den Ländern des westlichen Balkans abzuschaffen. Seit gestern also wir haben ganz viele Voraussetzungen dafür geschaffen, dass der westliche Balkan endlich auf die Liste der Länder gesetzt wird, die funktionieren. Dazu zählt auch Bosnien und Herzegowina. Wir haben auch unsere Arbeit verstärkt, trotz der Pandemie, an den Reformen, die wichtig für unseren Weg in die NATO, in Richtung NATO sind, weil wir die Sicherheit und die Stabilität in Bosnien und Herzegowina stärken müssen. Bei all dem hat uns der Berliner Prozess wirklich sehr geholfen und wir sind der Ansicht, dass die Stagnation in Bezug auf das Jugendwerk sehr schnell beseitigt werden kann. Das, was am Laufen ist ein Gespräch, ein Projekt, was über unser Parlament läuft, damit die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte endlich so behandelt werden, wie sie es verdient haben. In dieser Hinsicht haben wir mit Vertretern gesprochen, die wiederum hier in Bosnien und Herzegowina politische Gespräche geführt haben. Und wir sind auf einem guten Weg, um, wie ich hoffe, mithilfe der Venedig-Kommission und mithilfe von ODIHR, dass wir also eine Lösung finden, um eines der entscheidenden Probleme lösen zu können im Rahmen der 14 Prioritäten, die Bosnien und Herzegowina mitgeteilt worden sind. Also viele Dinge sind am Laufen, sind im Prozess und jetzt gestoppt worden durch die Pandemie. Aber in gewisser Weise hat die Pandemie auch die Entscheidungsträger in Bosnien und Herzegowina zu gemeinsamen Handeln gezwungen, zu Gesprächen gezwungen, dazu gezwungen, einen Modus zu finden, wie die Blockaden überwunden werden können. In dieser Richtung, ob wir das jetzt wollen oder nicht, aber ich denke schon, dass die meisten von uns das wollen, werden wir den Prozess fortsetzen und auch die Entscheidungsfindung bei uns fortsetzen. Ich möchte mich noch einmal bei Michael Roth für die Initiative bedanken. Für uns, für Bosnien und Herzegowina, das möchte ich noch einmal wiederholen, ist das nochmals ein Beweis, dass Deutschland ein Freund von Bosnien und Herzegowina ist, dass wir nicht alleine sind. Wir brauchen Partner, wir brauchen Freunde. Und es ist sehr wichtig für uns, dass einer dieser Freunde und Partner für Bosnien und Herzegowina Deutschland ist. Vielen Dank. Dankeschön. Okay, goodbye.